Wir haben Carboneras verlassen und sind jetzt auf dem Weg nach Mazarón und dort gibt es einen neuen Stellplatz und den möchte ich euch heute zeigen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Bevor es nach Mazarón geht, machen wir noch einen Abstecher nach Puntes de Canegre. Dort gibt es den Stellplatz Villa Brisa. Das ist einer der ersten oder war einer der ersten Stellplätze hier in Spanien. Und ja, dort standen wir den beiden Sascha und Brigitte einen Besuch ab. Wir kennen sie schon sehr lange und deshalb freuen wir uns immer, sie mal wiederzusehen. Wir haben den 5. Mai. Der Platz ist ab 1. Mai geschlossen, aber wir wollen ja nur einen kurzen Besuch abstatten und deshalb werden wir gerne aufgenommen. Mit uns stehen dort noch 2 weitere Mobile, die aber in den nächsten Tagen auch auf ihre Heimreise gehen. Nach einer Übernachtung ging es dann am nächsten Tag weiter, etwa 25 Kilometer nach Mazarón zu dem Stellplatz Herrera Camper Mazarón. Auf unserer Strecke liegt ein neuer oder recht neuer Supermarkt Mercadona. Den fahren wir jetzt an, um unsere Vorräte wieder ein bisschen aufzufüllen. Und hier muss man so ein bisschen mal aufpassen, da ist schon einigen was passiert. Hier oben steht schon mal eine Begrenzung von 240. Das bedeutet, diese Möglichkeit, sein Auto da in dem Schatten abzustellen, diese Überdachung, die sind nur 240 hoch. Und da muss man ein bisschen vorsichtig fahren, dass man da nicht zu nah rankommt. Dann fährt man sich schnell mal am Mobil was kaputt. Ansonsten haben die große Parkflächen hier, wo man ohne weiteres mit dem Mobil parken kann. Nach dem Einkaufen ging es dann weiter Richtung Puerto Mazarón und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, wenn wir den Stellplatz dort in Mazarón anfahren wollen. Und zwar müssen wir hier von dieser Straße links abbiegen und zwar kommt jetzt eine Tankstelle und vor der Tankstelle hier müsste man rein oder muss man rein, um zum Stellplatz zu kommen. Das hat unser Navi nicht ganz eindeutig für uns gezeigt. Und so fahren wir jetzt erstmal weiter, um bis zu einem Kreisverkehr zu fahren und zu wenden und dann wieder zurückzufahren. Um das Ganze etwas deutlicher zu zeigen, habe ich die Karte hier nochmal ein bisschen markiert. Hier die Zufahrt und die gelbe Straße oder Linie, die ich gezeichnet habe, dorthin geht es zum Stellplatz. Wir haben inzwischen gewendet und kommen jetzt von der anderen Seite und fahren jetzt hier Richtung Tankstelle oder fahren hier auf die Tankstelle. Haben wir nicht so anders gesehen und ja, sehen dann, dass wir vor der Tankstelle nochmal abbiegen können und dann versuchen dort zum Stellplatz zu kommen. Das geht auch, man kann also auch hier langfahren, aber der richtige Weg wäre gewesen, wenn man kommend aus Mazarón vor der Tankstelle abbiegt zum Stellplatz. So müssen wir jetzt hier vor dem Gebäude im spitzen Winkel abbiegen und dann sind es nur noch wenige Meter und dann geht es links ab und dort geht dann direkt die Straße zum Stellplatz. An dieser Wand, wo wir jetzt hier vorbeifahren, dahinter liegt schon das Gelände des Stellplatzes. Wir hatten schon einiges gehört, gelesen und bei Facebook auch schon Fotos gesehen hier von dem neuen Stellplatz, der seit einigen Wochen jetzt geöffnet ist. Diesen recht neuen Stellplatz findet man schon bei einigen Apps, bei Camperkontakt, ich habe ihn auch schon gesehen bei Park4Night und wer auch immer sehr aktuell ist, das ist der Womo Iberico, die Internetseite. Dort gibt es auch immer viele Informationen überhaupt für spanische Reisen und Camper. Wir stellen unser Mobil erstmal ab und hatten bei der Einfahrt gelesen, das Hinweisschild zeigte zur Rezeption und so machen wir uns auf den Weg zur Rezeption. Die Rezeption liegt auf der rechten Seite, wenn man reinfährt. Sie war in dem Moment, wo wir dort waren, nicht besetzt. So haben wir uns erstmal den Platz angeschaut, um vielleicht auch für uns eine Parzelle auszusuchen. Wie man vielleicht schon so erkennen kann, handelt es sich um einen sehr großen Stellplatz. Er hat insgesamt 130 Parzellen. Wie man hier sieht, alles sehr großzügig. Hier haben also auch die Dickschiffe überhaupt keine Probleme.
Wir haben ja in der Rezeption keinen angetroffen, aber dann andere Camper gefragt, wie es hier so abläuft. Dann wurde uns gesagt, wir sollen uns einen Platz aussuchen und hinstellen, und anmelden kann man sich auch später. Wir haben uns eine Parzelle ausgesucht und lassen Platz jeweils zum Nachbarn hin, eine Parzelle frei. Das ist in diesem Moment ohne weiteres möglich, da viel Platz ist auf dem gesamten Stellplatz. Man sieht, wie viel Platz ist hier zum Rangieren. Die Straßen sind asphaltiert und die Plätze sind geschottert. Der Platz kostet aktuell jetzt 10 Euro pro Tag. Es gibt Strom. Strom kann man optional nehmen, das heißt, man zahlt dann für 6 Ampere 3,50 Euro. Es soll auch höher abgesicherte Anschlüsse geben, die man dann auch höher bezahlen muss. Ich habe was gehört von 4,50 Euro dann. Wir haben unsere Parzelle eingenommen und vielleicht sieht man es, am Nachbarplatz liegen irgendwelche Teile, und das sind die Reste einer Markise, die dem Nachbarn gehören. Dem ist also Folgendes passiert: Durch Sturm oder starker Wind ist die Markise abgerissen und zerstört worden. Das ist uns auch schon passiert. Also ich kann da nur jedem raten, auch wenn die Markise abgespannt ist und befestigt ist, bei richtigem Wind hält das nicht. Und es passiert dann sowas, und das kann sehr teuer werden. Gerade wenn man den Platz verlässt oder das Wohnmobil verlässt, dann sollte man die Markise einfahren, damit sowas nicht passieren kann. Zufällig stehen neben uns Jens und Susanne. Die beiden kennen wir schon vom Mar Azul. Dort haben wir uns im letzten Herbst getroffen, und sie sind wieder jetzt auch nach Spanien gestartet und stehen neben uns. Es gibt an jedem Platz einen Stromanschluss und auch einen Wasseranschluss. Der gesamte Stellplatz teilt sich in verschiedene Bereiche auf. Zentral in der Mitte steht eine große Halle. Dort sind auch die sanitären Anlagen untergebracht. Wie man hier sieht, stehen hier auch Wohnwagen, und damit denke ich und nehme an, dass hier auch Wohnwagen zugelassen sind auf diesem Stellplatz. Ich entnehme der Werbung hier an der Halle, dass man hier auch Campingfahrzeuge unterstellen kann, also mit Überwinterung. Auf der Rückseite der Halle findet man die Eingänge der Sanitärräume. Es gibt hier 3 Eingänge, einmal für die Damen, einmal für die Herren und einen Zugang für den Raum der Waschmaschinen. Hier im Eingangsbereich ein sehr großzügiger Eingangsbereich zu den einzelnen Wasch- und Duschräumen. Das heißt, man hat so jeweils so ein kleines Badezimmer, wo man alles drin hat. Man hat eine Toilette, man hat eine Dusche und man hat auch ein Waschbecken. Wer duschen möchte, muss das separat bezahlen. Es gibt dort einen Münzeinwurf, dort kann man 1 Euro einwerfen und dann 6 Minuten duschen. Hier sehen wir die Waschmaschine und Trockner. Es gibt eine extra Waschmaschine für Sachen von Tieren, also Hundedecke und so weiter. Und dann haben wir hier nochmal eine Abwaschmöglichkeit. Hier hinter der Halle gibt es weitere Stellplätze und es gibt noch eine große Freifläche, und hier habe ich mir sagen lassen, entsteht ein Schwimmbad. Wer gerne Buhl spielt, so wie Rita, der hat hier auch die Möglichkeit. Es gibt 3 Buhlbahnen hier. Je nachdem, in welchem Bereich des Platzes man steht, hat man teilweise einen Blick in die Landschaft, was ja auch immer sehr schön ist. Das ist allerdings nicht überall so, aber da der Platz sehr großzügig angelegt ist, hatten wir ja nie ein Gefühl der Enge. Wir haben hier auf dem Platz ein weiteres Camperpaar getroffen. Das war mehr oder weniger Zufall, das war nicht abgesprochen. Und zwar sind das Lena und Peter. Die haben wir ja schon mal vor einigen Wochen gesehen und jetzt treffen wir sie hier wieder. Lena und Peter kennen wir ja schon über Jahre und wir haben uns heute verabredet zu einer Radtour.
und zwar zum Hafen von Puerto Mazarón. Den Platz kann man nur verlassen über ein kleines Tor oder wie wir hier jetzt in diesem Fall über das große Tor. Mit einer Zahlenkombination öffnet sich das Tor und man kann den Platz verlassen oder umgekehrt auch damit wieder betreten. Es gibt zwei Möglichkeiten, um nach Puerto Mazarón zu kommen. Einmal die Möglichkeit über einen Weg, der durch die Felder und vorbei an den Gewächshäusern führt. Das ist hier der hellblaue Weg. Und der dunkelblaue Weg, das ist die Straße, die führt dann nach Mazarón hin. Die ist aber allerdings stark befahren. Wir fahren jetzt hier diesen Weg. Das sieht natürlich jetzt etwas abenteuerlicher aus, aber das verbessert sich nachher etwas, sodass wir doch einigermaßen gut über den Weg nach Mazarón gekommen sind. Wir müssen hier die vielbefahrene Straße nach Puerto Mazarón überqueren. Es muss natürlich Puerto Mazarón heißen und nicht Mazarón, wie ich teilweise gesagt habe. Jetzt haben wir einen Streckenabschnitt, wo der Weg etwas besser ist, teilweise asphaltiert und so kann man ganz gut hier mit dem Fahrrad fahren. Wir haben das Meer erreicht und fahren jetzt in Richtung eines Aussichtspunkts, der in der Nähe des Hafens liegt. Wenn man sein Umfeld so ein bisschen erforschen möchte, dann ist es am einfachsten oft, wenn man bei Google Maps schaut und dort findet man dann solche Punkte. Hier ist nicht nur ein Aussichtspunkt, hier ist auch ein Geocache versteckt. Den müssen wir natürlich jetzt noch suchen und den haben wir auch gesucht und haben auch ihn gefunden. Der Aussichtspunkt ist hier nicht sehr hoch, aber man hat einen schönen Überblick, ja, also teilweise über Puerto Mazarón, über den Hafen und man kann auch ein ganzes Stück aufs Meer hinausschauen. Für uns geht es nach einem kurzen Aufenthalt mit dem Fahrrad weiter durch Puerto Mazarón und zwar in Richtung Promenade. Wenn man uns hier teilweise mit Maske Fahrrad fahren sieht, dann machen wir das aus Solidarität gegenüber den Spaniern, denn die machen es auch und wir machen es nicht aus Überzeugung. Hier an der Promenade sind alle Restaurants geöffnet und man kann, ich weiß nicht, bis 22 Uhr glaube ich, was essen hier. Man ist gerade dabei, alles für die Sommersaison hier vorzubereiten und so hat man gerade den Strand gut gereinigt und sauber gemacht. Wir legen auch eine kleine Pause ein, gönnen uns ein Kaltgetränk und eine Kleinigkeit zu essen. Zurück geht es dann ein Stück durch die Stadt, bis wir dann so ein bisschen in den Außenbereich kommen. Dort gibt es verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, unter anderem den Discounter hier. Der hat große Parkplätze, sodass man dort auch mit dem Wohnmobil parken kann. Gegenüber gibt es ein Mercadona, wo man auch gut einkaufen kann. Jetzt fahren wir auf der Straße, die von Puerto Mazarón nach Mazarón führt. Sie ist schon etwas stark befahren und es gibt hier keinen direkten Fahrradweg, nur diesen schmalen Streifen, den man hier sieht. Dort kann man mit dem Fahrrad fahren, aber ist natürlich nicht so sehr angenehm. Wie man sieht, das Tor hier vom Stellplatz ist wieder geschlossen. Das ist meistens hier so. Wenn man ankommt und man kennt natürlich dann den Code nicht, dann gibt es dort eine Klingel, wo man klingeln kann, so dass man dann das Tor geöffnet bekommt. Es war jetzt keine große Radtour, aber insgesamt haben wir etwa 12 Kilometer zurückgelegt. Jetzt noch ein paar Details zum Platz. Hier gibt es im Außenbereich eine Abwaschmöglichkeit mit heißem Wasser. Und direkt daneben gibt es eine Möglichkeit zu grillen. Solche Grills gibt es hier verschiedene oder mehrere am Platz. Hier kann jeder Camper, der möchte, grillen. Wer Wäsche gewaschen hat und die aufhängen möchte, dafür hat man hier auch eine Möglichkeit geschaffen. Allerdings, wenn hier mehrere gleichzeitig Wäsche waschen, dann wird es wahrscheinlich etwas eng mit dieser
Wäscheleine, die dort angebracht ist. Vorne an der Rezeption gibt es noch eine überdachte Terrasse. Dort kann man sich hinsetzen, dort kann man Getränke kaufen aus einem Automaten und sich, wenn man möchte, mit Freunden zusammensetzen. Es gibt einen Bereich mit Sportgeräten, die man auch kostenlos nutzen kann. Also wer sich dann sportlich betätigen möchte, hat hier die Möglichkeit. Man kann sich hier auch ein Auto mieten, wenn man das möchte. Das geht über die Rezeption. Ich weiß nicht ganz genau, wie es abläuft, aber es soll einfach sein. Wie hoch die Kosten sind, kann ich nicht genau sagen, weil das ändert sich immer wieder aufgrund der Saison. Wer sein eigenes Auto mitbringen will, ist hier auch kein Problem. Man hat hier ausreichend Platz, so wie unsere Nachbarn das hier auch haben. Die haben hier den Anhänger mit am Platz stehen oder auf dem Nachbarplatz. Das wird sich vielleicht in Zukunft ändern. Wenn der Platz voller ist, dann wird das vielleicht nicht alles so möglich sein. Aber insgesamt ist der Platz sehr großzügig, sodass man also da verschiedene Möglichkeiten hat, zumindest den PKW mit auf den Platz zu nehmen. Wir haben inzwischen den 9. Mai und ja, viele fahren jetzt nach Hause, haben den Winter hier verbracht oder einige Wochen. Und auch für uns geht es weiter, aber bevor wir weiterfahren, fahren wir noch zur Entsorgung. Den Hinweis möchte ich noch geben, wer Wasser tanken möchte, sollte das am Platz machen und nicht an der Entsorgung. Da kostet es nämlich Geld und da scheint das Wasser kein Trinkwasser zu sein, so habe ich es jedenfalls verstanden. Das ist dann mehr zum Waschen vom Fahrzeug. Auch die Zufahrt zur Entsorgung ist sehr großzügig und natürlich die Entsorgung auch. Hier kann man gleichzeitig mit 6 Mobilen entsorgen. Wir haben mit verschiedenen Campern hier auf dem Stellplatz gesprochen und einige davon haben hier schon reserviert, also für den kommenden Winter. Es soll so sein, dass der Platz schon fast ausgebucht ist für die kommende Wintersaison. Reservieren ist unser Ding ja nicht. Wir werden auch voraussichtlich nächsten Herbst wieder Richtung Spanien starten. Aber wir fahren immer so drauf los und haben bisher immer irgendwo einen Platz bekommen. Wir verlassen den Platz und haben ein neues Ziel im Auge. Dazu aber mehr im nächsten Video. Wir werden dann so langsam unsere Rückreise antreten und darüber werde ich natürlich auch berichten. Ich sage erstmal wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten, bye bye, bis zum nächsten Mal.